Wir sind in Südafrika und erleben ein Opferritual. It's strong medicine, ne? Powerful. Traditionelle Heile haben in Südafrika großen Einfluss. Auch viele junge Menschen glauben an die Kräfte der Ahnen. #WitchTalk auf TikTok hat Millionen Aufrufe. Wir wollen uns anschauen, wie so ein Opferritual in Real Life aussieht. Ich glaube, hätten wir gewusst, wie das abläuft, hätten wir auch nicht mal anders über diesen Dreh nachgedacht. Wir sind für Crisis in Südafrika unterwegs und treffen uns mit einer traditionellen Heilerin, einer sogenannten Sangoma. Ihr Heilwissen und ihre Rituale haben in Teilen des afrikanischen Kontinents jahrtausendelange Tradition. Wir wissen nicht, wo wir genau gerade hinfahren. Wir wissen, dass wir zu einem Fluss müssen, weil es ein Cleansing Ritual ist, also ein Ritual zur Reinigung der Seele. Und dafür braucht die Sangoma Wasser. Hello, how are you? Hello, Clara, nice to meet Clara, you. nice to meet you. This is What are we doing here? We're just collecting the sheep that we're going to use. The sheep. Yes. Okay. And then from here we're going to the river. Okay, also wir sind jetzt hier, um ein Schaf abzuholen. Ich bin ein wenig lost. Es ist noch früh am Morgen und wir suchen jetzt ein Tier aus, das geopfert werden soll. Gebucht hat das Ritual der 33-jährige Ashwin. You're the one who is going to do the ritual. Okay. Do you know how the process is, or? Okay. Okay, so we'll just roll with it. Ein bisschen Zeit haben wir aber noch. I don't want us to go to the river too early because I said we'll be there after 8 so that the energies that we work with will be there. Sangomas heilen im Auftrag ihrer Ahnen und treten mit ihnen in Kontakt. Mpho-Roberta Masondo ist damit ziemlich erfolgreich. Sie gehört zu den bekanntesten Heilerinnen Südafrikas, ist Vorsitzende der African Healers Association in der Region Gauteng und trifft sich auch schon mal mit der Weltgesundheitsorganisation WHO. Ihr Heilerinnenname ist Gogo Hopane. Sie will gerade los, um das Schaf auszusuchen, als sie etwas bei meiner Kollegin Lisa spürt. Do you have the feeling she's not okay? Yeah. In which way? I don't want to get into energy now because we're gonna do the other work. But I'm gonna talk to you after when we're done with everything. Please, ne? Gogo Hopane wischt sich die Tränen weg. Sie fühlt eine Traurigkeit bei meiner Kollegin. Jetzt geht's aber wirklich zum Schaf. Why did you choose this sheep now? You don't just decide. It's already happened. Almost like deja vu. I'm being guided. I'm not doing it because I want to do a goat. Dann gibt sie Ashwin die erste Aufgabe. Just put it by the nostrils, like both of them. What is it? Is it tobacco or what? It's tobacco, yeah. Während er dem Schaf Tabak in die Nase steckt, soll Ashwin Namen beschwören. Das soll Mensch und Tier miteinander verbinden. Außerdem soll der Tabak beruhigend wirken. Bei Menschen kann Nikotin das. Ob das bei Tieren auch so ist, können wir nicht sagen. Was wir aber wissen, je nach Dosis kann Tabak zu Vergiftungen bei Tieren führen. Okay, before we go to the river, everyone, because when you're wearing pants, you need to wear a bayi, ne? So please take one just to cover here. Wir mussten uns jetzt hier solche Tücher umbinden. Das ist die traditionelle Kleidung, die man tragen muss. Gogo Hopane will jetzt los zum Ritualort. Aber erstmal bin ich die Deutsche, die rechts einsteigen will. Oh, I'm driving. Oh, I'm sorry, I forgot that this is the driver's yes, that side. I'm sorry. Dann sitze ich auf dem richtigen Platz. Mir fällt jetzt erst auf, dass Gogo Hopane die ganze Zeit auch eine Schildkröte dabei hat. Fühlst du dich, Markus? Ja, ich bin gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Es passiert irgendwie sehr viel auf einmal, Ja, oder? ich bin ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich die Kamera überall hindrehen soll, Ja. weil plötzlich liegt da eine Schildkröte am Boden, dann jetzt haben wir eine Ziege, die mit Tabak beschmiert ist. Und ich sitze gerade zwischen Louis Vuitton-Taschen und einer Schaufel. Und plötzlich habe ich die Schildkröte auf dem Schoß. Es ist doch ein wenig absurd. So they help with protection, and they also help with warding off any negative, I'm calling it energy, for lack of a better word. Yeah. So now we're going to collect the chicken. Oh, okay, also wir brauchen auch noch 2 Hühner. Wir stoppen also noch bei einem Hühnerhändler und fahren dann weiter.
I have seen on social media, for example, that a lot of young people actually now believe in traditional healing and like palm reading, tarot cards. It's getting more and growing, more. ne? Would you say that it's more young people also come to you, or? For me, I don't get a lot of young people. I always get families. So maybe the father will come for business, help me grow my business. And then the mother will come for, I want to see what's happening at work. Something doesn't feel right. And then they will bring the child to maybe like they've got like a stomach problem. Do you use Western medicine at all? Yes, I do. And I also refer some of my clients to clinical psychologists or psychiatrists because some cases need Western medicine or Western intervention. It's possible to combine. It's possible to combine, but for now, the traditional medicine is still seen as something very low. In Südafrika gehen die meisten Menschen zu Ärzten und Krankenhäusern. Doch Sangomas wie Gogo Hopane sind weiter angesagt, gerade im ländlichen Raum. Es gibt ca. 68.000 Vollzeitheiler, deutlich mehr als Ärzte. Und der Markt für traditionelle Medizin boomt, gerade was Heilkräuter und Pflanzen angeht. Togozani, They were healers as well? they're also healers. They're from there. Sangomas bieten einen Mix aus Heilen und Wahrsagen an. Ihre Rituale und Praktiken sind super unterschiedlich. Fakt ist aber auch, sie haben teilweise enormes Wissen über Heilkräuter, Naturmedizin und die menschliche Psyche. Es kommt also immer auf die jeweiligen Sangomas und ihre Ausbildung an. Und warum genau ist Ashwin hier? There's a lot of stuff, man. I'm actually in the process of opening my own business, so I'm just praying that things go well for me. May I ask which kind of business? Security plumbing, I'm actually qualified plumber, so I would like to own my own plumbing company. It's also about alignment. I'm colored, right? So I work with a lot of black people. I'm like an outsider. You feel like you don't belong. I won't say I feel like I don't belong. They feel like I don't belong. Yeah. And you hope that changes after the ritual? Yeah, I hope so. Gogo Hopane bietet ihre Heildienste übrigens ganz modern in einem Webshop auf ihrer Internetseite an. Ein Water-Cleansing-Ritual, ein Schaf und 2 Hühner, ab in den Warenkorb. Insgesamt kostet das Ritual knapp 1.000 €. Es geht los. Im ersten Teil des Rituals werden die Knochen gelesen und Tarotkarten gelegt. So the bones are basically a mirror of past, future and present. And they confirm a lot of things. It's an energy exchange for cleansing, peace, abundance, everything. Yes. Bis jetzt sieht es noch aus, als würden die da so ein kleines Picknick am Fluss machen. Aber jetzt kommen die Tiere, die geopfert werden. Auch die Schildkröte will weg. Kann ich verstehen. Jedes Mal, wenn sie das Messer in die Hand nimmt, fängt mein Herz ein bisschen schneller an zu pochen. Ich hoffe, sie macht es so, dass die Tiere nicht lange leiden. So, und jetzt eine Vorwarnung. Gleich wird's blutig und eklig. Obwohl wir vieles schon gar nicht zeigen. Wir haben das Ganze einmal vom Tierärztlichen Verband für Tierschutz einordnen lassen. Was dabei rauskam, sagen wir euch am Ende. Oh nein. Oh nein, das lebt noch. Das Messer sieht auch, die Klinge sieht ganz stumpf aus. Oh, ich hatte die Hoffnung, dass das Tier nicht lange leiden muss, aber das wurde leider nicht bestätigt. Gogo Hopane erklärt, dass die verschiedenen Teile des Vogels unterschiedliche Reinigungswirkungen beim Menschen haben. Und jetzt muss Ashwin das Schaf Huckepack nehmen. Es ist noch unverletzt, aber wie erstarrt. It's an energy exchange. Yeah. To remove anything that is walking with you that is not for your own good, that is not good for your life. Did you see that stick with the lion head? Oh, ich hoffe, sie macht das nicht mit diesem Stock. Der sieht so stumpf aus. Aber leider passiert es damit.
Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein, ist das schlimm. Oh, das verreckt so richtig elendig. Oh nein, das ist wirklich schlimm. Jetzt pinkelt es, weil es stirbt. Das ist halt Tierquälerei. Also ich habe auch vorher verstanden, dass diese Tiere hier geopfert werden, aber mir war nicht klar, dass es auf so eine brutale Art und Weise ist. Und dass es so lange dauert. Vorbei ist das Ganze noch lange nicht. Ashwin wird gebadet, mit dem Mageninhalt des Schafs übergossen, muss die Galle trinken. Am Ende zittert er und ist einfach nur durch. It's strong medicine, ne? Powerful. Okay, das Ritual ist vorbei. How are you feeling? I feel lighter. Lighter? Yeah. In which way? I don't know. I just feel lighter. Like something lifted off. It feels like it. I don't know. Maybe they placed a curse on me, but now it feels as if it's gone or something. So I don't know. Ich selbst fühle mich nicht leichter. Ich komme ehrlich gesagt kaum klar auf das, was gerade passiert ist. Ich dachte halt ehrlicherweise, die werden irgendwo hingelegt, es werden schnell die Kehle durchgeschnitten oder bei den Hühnern vielleicht die Köpfe abgetrennt. Und dann war es das. So, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so gemacht wird. Das hat es schon, finde ich, sehr brutal gemacht. Und das ist halt Tierquälerei, ne? Weil, also die Tiere für dieses Ritual zu töten, ist das eine, aber die Art und Weise, das macht es halt zu Tierquälerei. Ich glaube, hätten wir gewusst, wie das abläuft, hätten wir auch noch mal anders über diesen Dreh nachgedacht. It took really long until the animals were dead. Yes, it's supposed you must let them you must let it happen by itself. You mustn't try to force it or force kill. While it's releasing that last breath, that's when the energy exchange happens. Okay. Do you feel bad for them dying in this ritual? I don't feel bad as in like I don't care. I know the purpose behind and I know the energy exchange of what it takes. It's almost like when a tree gives you a lemon, like we've got a lemon here, and I plug out that lemon. I feel bad for taking it, but I know the nourishment of what this lemon will do. Do you really think that his life is gonna turn around? Because he said he feels lighter, but that could also be like a placebo. You know, I believe in the work that I do, and I've seen the results with the ancestors I work with. But I need to emphasize, I'm not the healer. The magic doesn't come from me. It comes from his people, my people working together to make this happen. So even the things we had here, it's not things that I wanted, because we use, whiskey and other things. It's his people who asked for these. So we're doing according to what his ancestors want. Zur Wahrheit gehört aber auch, sie verdient das Geld, nicht ihre Ahnen. Sie sagt, sie spart es, um eine Heilfarm zu eröffnen. When we hear traditional healer, Sangoma, all that stuff, for us it sounds ancient. And then you pull up in a BMW, you have your Louis Vuitton with you, it's so... We're modern gogos. So next time I might be in a Porsche GTS. Also natürlich sollte man Respekt haben vor anderen Kulturen, anderen Traditionen, anderen Religionen. Und das haben wir auch. Und wir haben uns ja auch an die ganzen Regeln gehalten, die uns gesagt wurden. Wir haben gefastet, wir haben die Kleidung getragen, wir haben nur dann gefilmt, wenn wir filmen durften. Wir waren ruhig, wir haben uns das alles angeschaut und versucht, diesen ganzen Prozess nicht zu stören. Aber es fällt einem dann doch ein bisschen schwer, das nachzuvollziehen, dass es auf die Art und Weise gemacht wird, wie es jetzt gemacht wurde. Dass dafür Tiere sterben, da hat vielleicht sowieso schon jeder eine unterschiedliche Meinung zu. Das muss man jetzt nicht unbedingt supporten. Die Art und Weise, wie diese Tiere umgebracht werden, ist schon echt brutal. Ja, und dann ist natürlich, bleibt auch immer die Frage, geht es am Ende dann doch auch irgendwie um das Geld? Weil es ist natürlich
viel Geld, was sie jetzt auch wenn nach allem, was sie gekauft hat, auch wenn sie das Schaf bezahlt hat und die Hühner und die Leute, die ihr helfen, dann bleibt ja trotzdem wirklich noch viel für sie übrig. Ist das die Motivation oder ist wirklich die Motivation zu sagen, ich möchte Menschen helfen und ich bin ausgewählt, das zu tun von meinen Vorfahren und deswegen mache ich das. Die Frage können wir abschließend nicht klären. Ein Grund, wieso so wenige junge Menschen zu Gogo Hopane kommen, ist sicher, dass man sich das hier auch erstmal leisten können muss. Und eine Antwort sind wir euch noch schuldig, die der Tierärzte. Nach deutschem und europäischem Recht hätten die Tiere erst betäubt und dann schnell getötet werden müssen. Hier mussten die Tiere durch absichtlich langsames Ausbluten unnötig leiden. Wir verurteilen Tierleid und nach dem Dreh hätten wir uns wahrscheinlich nicht nochmal dafür entschieden. Aber wir müssen auch nicht mit dem moralischen Zeigefinger aus Deutschland kommen. Bei uns leiden die Tiere vielleicht nicht so lange, wenn sie sterben, aber dafür Jahre ihres Lebens in der Massentierhaltung.